dass die Belichtung ungefähr auf 0 ist. Moin, ihr Landratten, hier ist wieder Hamburg Hafen Live und wir sind total in Partystimmung. Hier läuft gerade Sweet Caroline und ich könnte voller Inbrunst mitsingen, aber das kann ich auch niemandem antun. Ihr seht, die Sonne geht gerade unter auf der anderen Seite am Passagierkai. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber Sweet Caroline, oh, 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 oh. Also, wer weiß, was das gibt. Ja, der Ben ist nicht bei mir, aber wir haben uns gedacht, da wir nicht ganz genau wissen, wie das nachher mit der Show hier ist, das Feuerschiff steht ja hier gegenüber, aber das werden sie wahrscheinlich mit dem Bug zum Passagierkai hinlegen, so dass ich das nur im Rücken habe. Deshalb haben wir einfach mal Ben rübergeschickt. Der steht mit einer zweiten Kamera auf der anderen Seite. Allerdings, das muss ich dazu sagen, wir haben Ben den Ton abgedreht. Also wenn wir jetzt, also ich kann Ben hören, ich bin mit ihm per Telefon verbunden, aber wenn wir sein Mikro jetzt aufmachen würden, der steht da quasi direkt neben der Jukebox, also neben der Band, das würde wahrscheinlich voll in die Hose gehen, ne? Ja. So, ich will auch mal gucken, also ich weiß gar nicht, ob wir Ben vielleicht sogar, ob wir den vielleicht mit meiner Kamera finden irgendwo. Ihr müsst mir da gleich mal helfen. Du stehst mir genau gegenüber, ja, und ich habe natürlich wieder nur ein kleines Display. Ich muss mal schauen, wo könnte Ben denn stehen? Warte mal, da ist das Schiff. Beim AIDA-Container, der ist doch da ein bisschen weit. Da stehst du vor dem Stromkasten, ne? Da ist er, da ist er. Ja, Ben hat einen Stromkasten im Rücken, weil wir nicht wussten, wie voll das Ganze wird. Boah, hier, aber die ganzen 80er-Kamellen gehen jetzt hier raus. Ein absoluter Traum ist das, ja. Absolut. Aber das Gute ist, ich kenne die Lieder alle. Ich kenne sie alle. Das geht so ab. Ja, das ist echt krass. Das ist echt krass. Ja. Also mir gefällt das auch richtig gut, vor allem, weil das nicht, weißt du, das ist so ein schnuckeliges Festchen. Das ist jetzt nicht irgendwie so, das ist halt nicht so riesengroß. Es gibt im Endeffekt eine Bühne. Alle versammeln sich um eine Bühne herum. Es gibt nicht gleich 10 Bühnen und es gibt nicht eine riesen Auswahl. Also ich find das nicht schlecht, ne? Ja. Aber 10 Bühnen könnte man hier auch gar nicht unterbringen. Eben sind noch 2 Fähren reingekommen. Vielleicht gehen die auch gleich wieder raus. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Musik rüberkommt, aber wenn YouTube den Stream nicht nachher anmeckert, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Also, wieder ist das Motto, wer live dabei ist, bekommt alles mit. Wer es als Aufzeichnung guckt, der muss dann das sehen, was am Ende übrig bleibt. Ja, also 21 Uhr soll es losgehen. Ja, die Musik ist schon cool. Also ich sag mal so, für Kinder der 80er Jahre ist das schon echt ganz geil. Ja. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ist ja einiges los heute. Also es ging ja heute Morgen schon los mit der Balmoral in der Hafen City beim allerersten Anlauf.
Dann hatten wir vorhin ja also Hörner satt. Also wir hatten in einem Stream so viele Hörner wie in Hamburg in 2 Monaten. Und alle, die hier sind, alle Einheimischen, die haben uns gesagt, morgen geht das erst richtig los. Also das war alles nur bisher das Vorspiel. Ja. Ja, schade, dass ihr den Ben jetzt nicht hören könnt. Das wäre echt toll, aber ich glaube, das geht echt nicht. Das schallt hier schon so doll rüber. Die Mucke ist super, ne? Ich finde die auch super. Ja. So. Muss man mal eine kleine Überprüfung hier machen. Ja. Boah, sag mal, das qualmt hier aber gerade richtig, oder? Oder ist das... Also, wenn man... Da drüben ist irgendwie so diesig. Ich weiß gar nicht, ob man das im Stream sieht. Oder ist da irgendwo eine Pommesbude explodiert? Tja, das kann natürlich sein. Ja. Ben meint, das wäre hinter mir, weil er das hinter mir sehen würde. Gut. Ja, Kirsten beschwert sich schon, dass Paddy The Voice of Hamburghafen live abgedreht hat. Ja. Aber ich kann ja noch ein bisschen deine Yacht zeigen. Guck mal, dann kann Kirsten sich mal angucken, was du mit nach Hause bringst. Die ist doch besonders hübsch hier. Kirsten, Ben dachte sich, damit macht er dir mal eine kleine Freude. Ja. Ja, hier schreibt jemand, das könnte schon der weiße Rauch aus Rom sein. Ich weiß gar nicht, was da der Stand ist bei den Kollegen. Aber ich verfolge das auch nur am Rande, was da im Vatikan passiert. Ja, hoffen wir mal, dass das gleich eine schöne Show gibt mit dem Feuerlöschboot FLB 40. AIDA hat das Ganze gesponsert. Und ja, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Also eine Laser- und Lichtshow, ihr Lieben, das kann alles sein, von groß bis klein. Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal. Aber hier sieht man auch mal unser Hotel. Wir sind in dem Viro Hotel. Hier seht ihr das auf dem Bild. Und das ist von der Lage, ist das Hotel wirklich sensationell. Parkplätze sind mit dabei. Wir brauchen das Auto nicht bewegen. Wir können überall hinlaufen, einfach Bollerwagen voll machen, dann hier zum Passagierkai mit der Fähre hier rüber. Also ich sag mal, logistisch ist das hier richtig klasse. Nee, das ist auch gar nicht so wahnsinnig teuer. Also es ist jetzt kein Billighotel, aber wir sprechen hier, glaube ich, über 110 € die Nacht für ein Zimmer. Das ist, finde ich, für die Lage ist das absolut akzeptabel. Sag mal, jetzt muss ich mal Ben kurz fragen, tut sich denn da eigentlich auf dem Feuerboot irgendwas? Da ist nichts.
Also Ben meint, da drüben tut sich überhaupt nichts bei dem Feuerlöschboot. Da sind irgendwie Passagiere runtergegangen, aber ansonsten nichts weiter los. Ja. Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, ob 21 Uhr überhaupt dunkel genug ist. Ben meint, wäre wahrscheinlich noch ein bisschen hell alles. Also es kann durchaus sein, dass sich das ein bisschen verzögert. Jetzt mal so von meinem Empfinden her. What is love? Baby, don't hurt me. Ja. Ja. Okay. Hier geht die Post ab, ja, ja. Der flache Mars feiert auch mit. 15 Monate. Carsten Oberlausitz ist seit 10 Monaten dabei und hat auch geschrieben, was für ein wunderbarer Stream heute Nachmittag. Dann Hansi ist mit 2,49 im Rennen. Danny aus Wasserburg, 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Dann, achso, und er schickt nochmal explizit Grüße an Andreas Westphal, unser Geburtstagskind. Mike haut nochmal 2,49 raus. Jens-Peter Jansen, danke auch für 5 Euro. Und er sagt, bei der Musik fühlt man sich gleich ein bisschen jünger. Ja, das war auch, also das war original meine Musik. Da haben wir zu abgefeiert. Genau diese Musik, die da läuft. Und der Stefan Loschek lässt noch 1 Euro Superchat da. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich muss euch jetzt noch mal fragen, weil ich das ja immer ganz schlecht abschätzen kann. Wie deutlich kommt denn eigentlich die Musik bei euch rüber? Ja, vielleicht habt ihr ja gleich noch Lust auf eine Fähre. Ich hätte ja noch 2 im Angebot. Ben, da können wir ja gleich mal Fähre von beiden Seiten zeigen, wenn die genau zwischen uns ist. Ja, ich sehe ja, was du hier hast. Ich schalte dann immer bei Bedarf um. Baby, don't hurt me. Der Flettner-Rotor gehört übrigens zu der Fähre da hinten. Nee, doch, ist die Fähre, die rausfällt, ist gar nicht die, die dahinter ist, oder? Nee, doch ist sie. Ich dachte gerade, das wäre die von der dahinter. Ich bin gerade einer optischen Täuschung aufgesessen. Die Berlin, ihr Lieben. Ja, die Fähren sehen etwas merkwürdig aus. Das hatten wir ja heute Nachmittag schon. Das sind diese sogenannten Flettner-Rotoren oben drauf. Jetzt sieht man auch ganz gut, dass er sich dreht. Mensch, jetzt können wir gleich ein und dasselbe Schiff von beiden Seiten zeigen.
jetzt sehr schön auf Höhe der Aida Diva. Oh, jetzt kommt Rick Astley. Jetzt kommt Rick Astley. Sag mal, wenn ich jetzt umschalte, das muss euch doch total irritieren, wenn die Fähre einmal von links nach rechts und einmal von rechts nach links fährt. Da haben wir ja einen sogenannten Achssprung, was man ja normalerweise beim Film total versucht zu vermeiden. Das muss doch ein bisschen komisch sein. Egal, wir können es, also machen wir es. Ja, ich bin wirklich gespannt auf die Licht- und Lasershow. Mal sehen, was uns da erwartet. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, ich muss mal gerade. Ich habe einen Tüdel gemacht. In mein HDMI-Kabel. So, jetzt bin ich wieder im Game. Aber cool ist ja auch, was ich finde, dass die Portparty zweimal im Jahr ist. Also wenn ihr Bock darauf habt, dann geht das, glaube ich, im September schon weiter. Genauen Termin habe ich jetzt nicht, aber ich meine September geht das weiter. So, da fährt die Berlin raus mit ihrem Flettner-Rotor. Alle, die später eingeschaltet haben, ich habe eben gesehen, ihr habt schon wieder im Chat lustig diskutiert. Dieser Flettner-Rotor, der dreht sich und durch das Drehen wird Energie erzeugt und soll angeblich 4-5% an CO2-Emissionen
sparen. Oh Gott. Mi que sera, sera. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Yes. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Bock zu feiern, muss ich sagen. Ich habe jetzt Bock zu feiern. Ich vergesse immer, dass die Zuschauer dich nicht hören. Ja, ja. Das macht los. Okay, ich schalte mal rüber zu dir. Übrigens, Ben, nur mal so einen kleinen Tipp. Du musst nachher gucken mit dem Weißabgleich bei deiner Kamera. Nur, dass du dich darauf einstellst. Sie steht, glaube ich, auf Tageslicht, oder? FN-Taste. Und dann nachher einfach auf automatischen Weißabgleich stellen. Guck mal, im Chat geht's auch schon ab. Einige singen schon mit. Sarah, whatever will be, will be. Ben hat gerade auf der anderen Seite eine Diskussion darüber, dass die AIDA nicht zur rechten Zeit gekommen ist. Äh, Ja, wegen der zweiten Mikrogeschichte, wir haben uns auch überlegt, heute machen wir das mit der zweiten Kamera, weil wir einfach gucken wollen, dass das vom Winkel her passt. Morgen werden Ben und ich uns aber wieder dann beim Auslaufen der AIDAs zusammen hinstellen, weil ich sag mal, gemeinsam moderieren und gemeinsam erleben schlägt zweite Kameraperspektive. Das können wir dann wieder komplett machen, wenn wir irgendwo ohne Musik hantieren. Also Ben,
Oh, schade, dass ihr das nicht hören könnt. Ben quatscht gerade mit einer Dame, die denkt, dass Ben mit ihr quatscht. Aber Ben redet eigentlich mit mir. Und die weiß natürlich nicht, dass er mit mir ja eigentlich telefoniert. Ach, herrlich. Herrlich, Slapstick. Das hat echt was von Slapstick. Also, das Feuerwehrschiff raucht auf jeden Fall schon mal. Diana fragt, welche Fairplay-Schlepper morgen im Einsatz sind. Das weiß ich nicht. Hätte ich mal Conny fragen müssen. Kann ich euch leider nicht sagen. Genau, da hört jemand Stimmen aus dem Off. Ja, Cornolio, die Yacht, die hatten wir vorhin ja schon. Die ist in der Tat sehr, sehr schick. Ja. Ben, du musst aufpassen, dass du morgen nicht versehentlich verheiratet bist. Dann kriege ich Ärger mit Kirsten. Wenn du irgendwie so eine Suff-Scheinehe mit nach Hause bringst, weil irgendeine Frau dachte, du würdest sie anbaggern, obwohl du eigentlich mit mir gesprochen hast. Ja. Ihr fragt gerade, ob das Feuerwehrschiff Augen hat. Hat das Augen? Also ich kann es bei mir auf dem Display nicht sehen, aber ihr wisst ja, ich habe hier nur so ein kleines Mini-Display. Ja, irgendwas meinten die mit müden. Es sieht aus, als wenn das Schiff müde Augen hat. Also im Schritt schreiben sie alle, dass das Schiff Augen hat. Also ich habe sie nicht gesehen. Ben meldet, dass auf der Brücke was passiert. Die beiden Fenster sollen zwinkern. Ach, da, ja, jetzt sehe ich es auch. Jetzt sehe ich es auch. Ja, jetzt sehe ich das. There steps the bear.
Moin. Moin. Was machst du hier? Wann geht's denn los? Einen Livestream mache ich. Livestream? Livestream. Nicht schlecht. Hamburg Hafen Live nennt sich das. Aha. Okay. Und was macht ihr? Angeln. Angeln. Wir holen uns Armbrot. Ja. Ja, muss ja auch sein, ne? Was angelt ihr denn? Oder was fängt man denn hier so? Plattfische. Bratfische? Platt. Ach, Plattfische. Flundern, Schollen, Klieschen. Dorsch darf man ja nicht mehr fangen. Ist verboten. Und was ist, wenn der trotzdem anbeißt? Muss wieder reinschmeißen. Muss wieder reinschmeißen. ist ja bloß solche. Ach so. Ist Ja. ja vergessen. Okay. Ja, dann Ist ja. ein bisschen was. es ist mager, aber für einen kleinen Snack reicht's, ne? Man muss schon Also es soll angeblich um 9 Uhr losgehen hier mit der Show. um 9 Uhr, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass die noch ein bisschen warten, damit es noch einen Tacken dunkler wird. Ja. Dann kommt das Ja. richtig gut. Ja, also ich schätze mal eine Viertelstunde warten die vielleicht noch. Ja. Ja. Ja, das kommt mal vor. Na. Ja, die Angler haben auch ein paar Fische gerade vorbeigebracht. Komm, ich sag nochmal Danke hier an die Jutta Kreidel, 5 Euro für die besten Streamer ever. Matze, 5 Euro Superchat. Qualm am Horizont, die Currywurstfritteuse eskaliert. Harti Schwarz, 5 Euro Superchat. Damit wir nicht verdursten, kleines Pilz. Oh, du glaubst gar nicht, wie gerne ich jetzt einen Pilz hätte. Das haben wir nämlich vorhin vergessen zu kaufen. Mike, 2,49 für Gesangsunterricht. Ey, Digga. Das Feuerschiff legt ab, übrigens. Ja, wir sehen das. Wir sehen's. Ja, mach du ein Selfie. Alles gut. Alles gut. Brigitte, 2 Euro Superchat. Dankeschön. Mirko, auch nochmal 2,79 fürs Riesenrad. Heldesch City, 5 Euro Superchat. Mainz vom Böckelhöckel grüßt Onkel Michael. Ja, Grüße an Onkel Michael. Und der Yoshi, 11 Euro. Wünsche ein schönes Wochenende und danke für das Live aus Warnemünde. Herzlichen Dank. Ja, also Leinen sind los beim Feuerschiff. Bei Ben sehen wir es wirklich ganz gut. Und schauen wir mal, wie wir so von der Positionierung stehen. Ben muss gerade Selfies da drüben machen. Ben muss Selfies machen. Wie lustig ist das denn? Oh, schade, dass ihr das alles nicht mitbekommt. Schade, dass ihr das nicht mitbekommt. Ja, du, wir haben dein Bild gerade aufmerksam verfolgt. Robert Kröber hat übrigens auch noch 5 Mitgliedschaften verschenkt. Mensch, Robert, danke, Digga. Natalie ist seit 11 Monaten dabei. Tolle Bilder, sagt sie, und tolle Musik. Ja, ich mag die Musik auch. Also ich bin dabei bei der Musik. Dann haben wir Darth Steffen mit 2 Euro Superchat. Herzlichen Dank, mein Lieber. Tony Roberts, 10 bucks from Portugal. Thank you very much. Und nochmal 10 Euro von Tinman. Gibt es in Warnemünde eigentlich auch Pommes mit Senf? Ja, also nachdem ich ja heute diesen Unfall oder wir diesen Unfall mit der Currywurst hatten, haben wir uns nicht weiter jetzt an Warnemünder Köstlichkeiten versucht. Also wir haben echt keine Ahnung, wie rum das alles läuft. Deshalb ist das mit der zweiten Kamera vielleicht gar nicht so schlecht. Aber jetzt habe ich hier endlich mal die Augen von dem Schiff vor der Kamera. Ja. Ja. Ja, Musik ist echt super. Es
Das wäre echt cool, wenn man diese Musik so richtig in den Stream bringen könnte. Das kommt ja wahrscheinlich nur so bruchstückhaft bei den Zuschauern an. Ja, du musst dann auf den Weißabgleich gehen, aber auf FN findest du den. Weißabgleich und kannst ihn dann einfach auf Automatik stellen. Das müsste eigentlich funktionieren. Genau. Oh. Wow. Boah, geht los hier. Geht richtig los. Petra, danke auch an dich. 5 Euro Superchat. Ja, die schimmert von unten grün, da hast du recht. Also ja, sorry ihr Lieben, ich vergesse immer, dass ihr den Ben nicht hört, aber er fragt gerade, ob seine Yacht von unten grün schimmert. Aber es ist in der Tat so. Die hat die Unterbodenbeleuchtung an. Ambilight. Ja, beim Hafengeburtstag sind wir auch online. Gerade die Frage hier aufgeschnappt. Oh, ich glaube, die basteln jetzt eine Leinwand mit ihrer Wasserspritzgeschichte. Jetzt ohne Scheiß, also Ben meint übrigens, dass das alles rüberzieht und die an der Pier leicht nass werden. Du, dann ist da aber gleich Platz. Dann ist da gleich richtig Platz.
Schöne Grüße an Kamerakind Ben, lese ich hier gerade. Ist ausgerichtet an den lieben Ben. Ich höre den Thilo gerade, der ankündigt, dass 21:15 Uhr gut ist für eine Lichtershow. Ich glaube, das waren bisher aber alles nur ein paar Testlichter. So richtig los geht das gleich erst. Ich habe übrigens auch Infos bekommen. Grüße von Fairplay 56. Die 56 und die Fairplay 17 kommen morgen vorbei. 17? Ist das wirklich die 17? Ne, es war eine andere römische Zahl. Mist. Also alleine dieses
diese Wasserwand, diesen Wasserfächer könnte ich mir stundenlang angucken. Oh, 20 Minuten, sagt er. 20 Minuten. Sollte das nicht um 21 Uhr starten? Bitte? Sollte das nicht um 21 Uhr starten? Ja, ist zu hell. Ach, das ist der Grund. Das heißt jetzt noch 20 Minuten? Ach, ja, Ben sagt gerade, dass er den Schriftzug leider nicht richtig erkennen kann. Er steht ein bisschen zu weit seitlich. Dann gucke ich mal, was ich hier von hinten drauf kriege. Haben wir es natürlich spiegelverkehrt, aber ich glaube, da läuft ein Countdown. Sieht trotzdem cool aus bei dir. Dafür wirst du nicht nass. Sorry, ich rede schon wieder mit Ben, ohne dass ich dran denke, dass ihr ihn ja nicht hören könnt. Ah, da stand was von Aida Diva. Da ist der Kussmund, ja, wir sehen ihn von hinten. Es ist trotzdem cool.
Ich finde auch, also Ben meint gerade, sieht richtig geil aus. Ja, man weiß es halt vorher nicht ganz genau, was die Standorte der Kameras angeht. Aber ich finde es trotzdem cool. Also es sieht einfach toll aus. Die Farben mit dem Wasser, mit der Wasserfontäne. Gut, manche Figur kann man da jetzt nicht hundertprozentig erkennen, aber trotzdem, ich meine, wann hat man das schon mal so gesehen? Also ich muss auch sagen, mir gefällt das fast besser als eine Drohnenshow. Wobei auch die ja echt cool sind. Jetzt läuft auch noch Queen-Musik dazu. Ach, der Stream, der bekommt ein paar Claims. Wobei cool ist natürlich, dass wir hier die Augen von dem Schiff sehen, wenn wir von hinten drauf gucken. Irgendwann muss denen noch mal das Wasser ausgehen. Also ich finde, es sieht super aus. Ich finde es klasse. Also ich finde ehrlich gesagt auch das Bild von der Seite, das Ben hat, ziemlich cool. Ben, kannst du deine Kamera noch ein bisschen nach links drehen, dass du noch mehr von den Strahlen drauf hast von der Seite? Okay, danke.
Ja, ihr Lieben, ich bin noch da. Honda fragt gerade, aber ich bin ganz fasziniert und genieße das auch ein bisschen. Arthur, das Schiff hat keinen Anker geschmissen. Das hält so die Position. Schön ist jetzt natürlich, dass Ben so ein bisschen blaue Stunde im Hintergrund hat.
Leute mit Kamera. Nein, Leute. Mal die Flasche mit den Augen. Ach, ich mag sowas. Ich mag sowas. Schon schön. Schon schön. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch das mal live, also live anzugucken und fahrt einfach selber zur Portparty. Es steht doch jetzt mal vor, ist doch Was steht da? Ich konnte es leider nicht lesen. Ist ja vor. AC/DC. Kreuzfahrtleute auf den Boot, der boah, das wird halt ein geiler Abend. Ja, Zugabe stand da wohl. Komm, wir gehen mal zur Karte. Highway to Hell. Janni, morgen ist auch noch. Morgen gehen dann die beiden Aidas raus und Schlepperballett gibt's dann. Also ich muss sagen, ich finde dafür, dass das in Anführungszeichen überschaubarer Aufwand ist, also ein Schiff mit einer schönen Wasserleinwand und dann eine Lasershow, also ich finde, das macht richtig was her. Das Feuerwerk? Das war aber nur eine Rakete, oder? Oder kommt da noch ein Feuerwerk? Nee, es war nur eine Rakete. Ja, da ist noch eine kleine Rakete. Angekündigt ist nichts mit Feuerwerk.
Das wird wahrscheinlich eine kleine Geburtstagsfeier oder ähnliches sein, irgendwas Privates. Ja, ich glaube, so langsam nähern wir uns dem Ende. Ja. Ja. Ist der Thilo, der moderiert das alles noch ab. Also er sagt gerade 17 Uhr, ich weiß gar nicht, was wir für eine Uhrzeit für morgen angegeben haben. Auslaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir 17 oder 18 Uhr drin haben. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal merken, ich passe das dann an. Also morgen haben wir auf jeden Fall dann das Auslaufen von den beiden AIDA-Schiffen, AIDA Mar und AIDA Diva. Gerade kam nochmal durch 17 Uhr, passe ich auf jeden Fall dann nochmal an. Ich glaube, ich hatte 18 Uhr angegeben. Naja, schauen wir auf jeden Fall mal. 17 Uhr, Anja schreibt 16:30 Uhr. Ja gut, dann passte das doch, was ich angegeben habe. Ja, also ihr Lieben, ich muss sagen, mir hat die Show richtig gut gefallen. Ich finde das immer toll, wenn ein bisschen Abwechslung reinkommt und gerade hier mit so einer Wasserwand, mit dem Feuerschiff, das passt halt einfach super in den Hafen. Klar ist das jetzt natürlich ein bisschen schade, dass es nicht mit der Musik perfekt im Stream rüberkommt. Das ist sicherlich von der Stimmung dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem einen guten Eindruck davon bekommen habt und euch den Rest ganz gut dazu denken konntet. Ja, der liebe Ben, dem müssen wir auch mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön aussprechen, dass er heute mitgekommen ist und natürlich auch jetzt da drüben die zweite Kamera gemacht hat. Ben, mein Lieber, du kannst uns hören, wir können dich nicht hören. Aber morgen, Ben richtet allen beste Grüße aus, aber morgen werden wir auf jeden Fall das Auslaufen der beiden Schiffe gemeinsam moderieren. Da werden wir keine zweite Kamera aufstellen, einfach weil es halt viel, viel mehr Spaß macht, wenn man bei der Geschichte zusammensteht. Ich sage ein fettes Dankeschön für diesen wunderschönen Streaming-Tag. Viele von euch waren ja, glaube ich, bei allen 3 Streams dabei. Heute Morgen schon bei der Balmoral, erster Anlauf in der Hafen City Hamburg. Dann heute Nachmittag dieses
Horn Festival hier beim Home of the Horn Hamburg Hafen Live mit der AIDA Diva und jetzt halt hier diese tolle Show. Also ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Ich bin richtig geflasht. Ich gehe ganz beseelt ins Bett und ich glaube, Ben und ich, wir werden uns gleich erstmal irgendwo noch ein Liter Bierchen zischen. Morgen können wir richtig schön ausschlafen, denn wir werden vormittags dann hier in Warnemünde ein bisschen verbringen und euch dann am späten Nachmittag, so circa 16:30 Uhr, dann das Auslaufen der beiden AIDA-Schiffe präsentieren und dann hoffentlich wieder richtig mit Attacke. So, ich muss aber, bevor ich jetzt hier ganz rausgehe, natürlich noch ein paar kleine Dankeschöns loswerden. Nee, nicht kleine, riesengroße, muss ich sagen, riesengroße. Die Susanne hat 5 € dagelassen. Gefahrenzulage für morgen. Möwenalarm. Ach, guck mal, Thomas mit Fluggesellschaft ist rüber geradet. Ja, sorry, ist schon ein bisschen her, aber vielen, vielen Dank natürlich. Peter Ganz ist seit 11 Monaten dabei. Andi, der Sattelschlepper, lässt auch nochmal 5 Schweizer Franken da und sagt, da hat die Feuerwehr morgen richtig zu tun, das ganze Hafenbecken wieder auffüllen. Ja. Nilsi, 2 € Superchat. Er meint, da kann sich Hamburg eine Scheibe abschneiden. Naja, also zumindest was die Hörner angeht. Aber Show kann Hamburg auch. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf den Hafengeburtstag. Svenny, 10 € Superchat. Für 1 oder 2 Bier haben wir uns verdient. Danke, es war ein sensationeller Tag. Ich gebe dir absolut recht, Svenny. Almut verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Almut, danke dir. Dann auf Twitch geht's weiter. Wanternbo verlängert seinen Prime-Sub, ist schon 5 Monate dabei. Jakobs Aviation ist auch schon seit 14 Monaten dabei und grüßt nochmal von den Fluggesellschaften. Ja, sorry, es war eben mittendrin. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, hier rüber zu hüpfen. Dann der Markus, 2,50 €. Ersatz für mürrische Möwe, müdes Feuerwehrboot. Ja, das blinzelnde Feuerwehrboot. Dann haben wir den Lamayana mit 100 Bits. Danke, Paddy und Ben. Sehr, sehr gerne. Raylander, 300 Bits. Und Jakobs Aviation hat nochmal 2 € Superchat rausgehauen. Und die Future Lady, 300 Bits. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Also das ist echt sensationell. Das ist so krass, wie ihr den Kanal hier immer wieder unterstützt, dass ihr echt immer wieder einen raushaut. Das ist echt wahnsinnig toll. Ohne euch wird das alles nicht funktionieren, dass wir so viel streamen mit so viel Zeitaufwand. Von daher ein ganz, ganz fettes Dankeschön natürlich auch im Namen von Tanja und unserem ganzen Team im Hintergrund. Legt euch hin. Danke für diesen wundervollen Tag. Bis morgen. Ben und Paddy, over and out.